Was sind die Unterschiede zwischen einem Kastenwagen und einem teilintegrierten in Bezug auf die Einbauten? Heute werden wir mal die Unterschiede zeigen. Wir haben ja schon ganz viele Videos gemacht, wie wird ein Fahrzeug bedient, und beim Kastenwagen ist alles an einer etwas anderen Stelle. Das kann man sagen, ja. Ja, grüß dich, Alex. Hallo Sven. Ja, Kastenwagen, etwas andere Stelle, das stimmt, bis auf die Markise. Aber auch da ist es ein bisschen anders. Hier ist eine Thule-Markise, da ist der Anschluss auf der linken Seite. Genau, bei Moveo ist werksmäßig die Thule-Markise eben verbaut und da ist immer eine Thule-Markise dran, die man auf der linken Seite bedient. Genau, linken Seite, und der Fuß geht auch ein bisschen anders raus, das werden wir gleich mal zeigen. Wo ist denn die Kurbel für die Markise? Die Kurbel der Markise befindet sich hier hinten. Wir befestigen die immer hier oben. Die kann man da ganz leicht rausziehen. Also ganz leicht, wenn man hoch genug ist. Genau, das heißt ansonsten einen kleinen Stuhl holen, draufgehen, oder den Ehemann fragen. Genau, wichtig ist, bevor man die Markise rausfährt, einmal die Eingangstür schließen. Unbedingt. Genau, ansonsten kann die Markise zwischen Tür und normale Wand fallen. Markise-Kurbel kann man ausfahren. Dann steckt man die einfach da oben rein, dreht nach links um, zieht, dann ist die Kurbel arretiert. Die hat im Prinzip so eine Art Marionettverschluss mit drin, die wird eingerastet. Man kriegt sie auch dann nur so raus, oder? Genau, man muss sie nochmal reinstecken, nach rechts drehen und dann kann man sie entnehmen. Super. Genau, mach nochmal rein. Das heißt reinstecken, drücken, drehen. Genau. Und dann kurbeln. Genau, dann kann man ganz normal kurbeln. Bei der Markise auch dasselbe wie bei den Teilintegrierten oder bei allen Wohnmobilen. Die Markise nur so weit ausfahren, bis man an die Füße kommt. Auch hier ist ein bisschen anders. Genau. Das heißt, die sind nämlich mit einem Feder. Genau, um die Füße zu entnehmen, hier einmal mit den Daumen nehmen und dann da einmal rausdrücken. Zeig das einmal. Das einmal hier, da mit dem Es Daumen ist sehr, sehr rein. hell dahinter. Kann man gucken. Jetzt habe ich es. Genau, und dann einfach nach außen drücken. Dann kann man die Markise Fuß entnehmen. Auch hier wieder aufpassen, oben mit dem Knickgelenk. So, dann gleich nach vorne stellen. Und hier ist es wichtig, dieser graue Hebel, Warte, ich zeig das mal. Nach oben, gell? dass man den einmal komplett nach oben drückt. Dann hält das erst. Ansonsten fällt die Markise immer wieder in sich zusammen. Also man kann sie etwas hochdrücken, dann fixieren. Man muss auch dazu sagen, das ist beim ersten Mal, wenn man es macht, denkt man bricht es ab. Genau. Man kann es nicht abbrechen. Man kann es in keinem Fall abbrechen. Genau, es federt nämlich so ein bisschen nach. Also es ist richtig, wenn es so schräg oben ist. Genau. Das unbedingt beachten, weil ich habe selber schon probiert, habe gedacht, das Ding wäre kaputt. Nee, es muss also hochgeklappt werden. Ich zeige es nochmal. Also es ist eingeklappt, dann zieht man runter. Genau, etwas hochdrücken und dann eben mit dem Daumen nach oben. Weil es ist in der Anleitung nicht so klar. Also ich habe dann am Anfang, wenn man es noch nie gemacht hat, nicht wundern, ansonsten Nachbarn fragen. Aber wir haben es ja im Video mit drin. Auch hier gilt es wieder ausstellen. Genau, etwas nach außen stellen. Und dann kann man die Markise weiter Auskurbeln. Auch wieder Stück für Stück. So, wir lassen die mal draußen, die Markise. Dann zeigen wir erstmal was ganz Wichtiges. Da ist ein Fahrradgepäckträger bei fast allen Kastenwagen mit drauf. Da kann man sich böse verletzen. Genau, auf jeden Fall aufpassen, wenn man die Tür schließt. Eine Tür ist kein Problem. Am besten hier oben am Radträger packen. Und dann Wenn du mal zeigst, wie man es nicht macht. Das wäre nämlich ganz gut. Genau, man kann es nämlich auch anders machen. Genau, einmal hier an der Tür greifen, wie man es normal machen würde. Und dann schlägt man sich einmal den Radträger entweder an den Kopf oder an die Schulter. Habe ich schon gemacht. Ist jedem schon passiert. Also am besten am Radträger zumachen. Auch hier hat man gesehen, da gibt es eine kleine Arretierung, die mit drin ist. Die Genau. am besten reinmachen. Genau, die auf den beiden Seiten. Wenn man den Radträger nicht braucht, sitzt der so einfach stabil drin. Dann einfach die zwei Teile da dagegen drücken, dann passiert auf keinen Fall was. So ist es nämlich. Ja, das ist der Radträger. Also das war ein Praxishinweis aus eigener Erfahrung. Ja, Thema Wasser einfüllen ist hier auf der Seite. Das ist genauso wie bei dem anderen. Das ist der Schlüssel. Es wird genauso entriegelt. Brauchen wir nicht groß zu zeigen. Thema Fenster sind ein bisschen anders. Und auch da ist jetzt eine Thule Einstiegshilfe mit dabei. Genau. Die kann man einmal hier über diesen Knopf bzw. Schalter, wenn ich nach unten drücke, fährt die raus. Die fährt auch automatisch ein, sollte ich es mal vergessen und ich möchte losfahren. Ertönt im ersten Moment noch der Signalton, dann fährt die aber automatisch ein. Ja, trotzdem gucken. Also ich sage immer, bevor man losfährt, nochmal gucken. Es könnte ja auch mal versagen. Ja, es gibt was Besonderes hier, ein Fliegenschutzgitter. Das haben auch viele schon nicht gefunden. Genau, das sitzt einmal hier, es ist relativ unscheinbar. Einfach reingreifen und dann langsam nach vorne führen. Man kann es ganz schließen. Ja, das Fahrzeug hat eine Außenbeleuchtung. Das ist auch anders wie bei den Teilintegrierten. Die kann ich anmachen, die ist hier dabei. Wie wird die angemacht? Genau, diese LED-Leiste schaltet man einmal über diesen Schalter einmal nach unten Genau, drücken, zeig dann mal. ist die komplett an. An und aus.
aus. Das ist nämlich ganz praktisch abends. Also nicht den Knopf suchen, da ist ein Licht mit eingebaut. Alles ist etwas mehr kompakt, muss man sagen. Es gibt beim Kochen ein bisschen was zu beachten, was da auch ein bisschen anders ist. Denn wenn ich jetzt hier koche, ist nicht umsonst das direkt über der Tür. Genau, einmal zur Entlüftung. Wir haben nicht sehr viel Raum, dass einmal die ganzen Gerüche vom Kochen einmal direkt nach außen entweichen können. So, prima. Ja, das Thema Kühlschrank ist hier auch etwas kompakter. Das heißt also, dort ist das Gefrierfach. Gibt es ein Gefrierfach bei dem? Ja, ein ganz kleines, und zwar hier oben ist es drin verbaut. Besonderheit bei diesen Kühlschränken ist einmal, das sind sogenannte Kompressorkühlschränke. Das heißt, die funktionieren nur über Strom, nicht über Gas. Wie ist denn das da mit der Aufbaubatterie? Ist die da stark belastet durch den Kühlschrank? Ja, also auf jeden Fall. Ich muss den Kühlschrank einmal zum Runterkühlen an den Landstrom hängen. Dann kühlt er sich einmal runter. Während der Fahrt wird er dann über die 12 Volt, also über die Aufbaubatterie, erhalten. Ja, es ist nicht so schlimm, aber er zieht doch deutlich mehr Strom. Ja. Also das am besten anschließen. Wird denn hier bei dem Fahrzeug die Aufbaubatterie während der Fahrt geladen? Nein, Auch nicht geladen. Genau. Okay. So, Panel ist hier ein bisschen anders. Hier habe ich sogar ein richtiges Display mit drin und auch die Heizung ist ein bisschen anders. Genau. Wenn das Panel mal kurz anmachst, bitte. Genau, dafür ist dieser Schalter auch einmal beschriftet. Einmal nach unten anschalten. Dann das Licht auch gleich an. Genau, dann geht das Licht auch direkt an. Dann dauert es einen kurzen Moment. Ist auch ein Android-Gerät. Muss man kurz warten, bis es komplett hochgefahren ist. Kann man das abnehmen? Nein, Ist fest. das ist fest. Okay, also ein Touchpanel bootet dann. Genau. Und da kann ich dann auch die Wasserfüllstände sehen? Genau, da sehe ich einmal die Wasserfüllstände, die Spannungsstände der Batterien. Da steuere ich drüber den Hauptlichtschalter. Die Wasserpumpe wird darüber gesteuert und einmal der Aufbaustrom separat. Genau, zeig mal bitte, was kann man machen? Genau, einen kurzen Augenblick warten, bis er das Experience-Programm, also sprich das Fahrzeugprogramm, geladen hat. Geht automatisch, muss ich nichts machen. Genau, So, wenn der Hauptschalter an ist, bleibt das Panel auch an, das schaltet sich automatisch dunkel. genau. Ah ja, cool. Das ist jetzt das normale Interface, wie man sieht. Einmal hier oben sehe ich einmal die Füllstände, einmal hellblau vom Frischwasser und rechts neben dran grau einmal das Abwasser. Ja, also jetzt habe ich 87% Batterie, der rechnet mir sogar noch aus mit dem jetzigen Stromverbrauch, Genau. wie weit ich komme, nämlich 1 Tag und 18 Stunden. Genau. Das wird aber immer wieder angepasst. Ist hier Solar drauf? Genau, bei den Kastenwägen von Moveo ist immer automatisch Solar mit verbaut. Das bekommt man hier unten auch einmal angezeigt, dass es aktuell über Solar geladen wird. Ja, auch während der Fahrt? Ja, das auf jeden Fall. Okay, prima. Das heißt, hier bin ich etwas autarker. Wenn die Sonne schön scheint, kriege ich ihn gar nicht so leicht leer, oder? Das stimmt, genau. Ja, da ist mit dem Kühlschrank dann noch nicht so schlimm. Genau. Was kann ich denn alles machen hier? Genau, also wichtig ist auf jeden Fall hier oben diese On-Off-Schalter. Wenn ich da einmal drauf drücke, kommen diese 3 Knöpfe. Der oberste ist der Hauptlichtschalter. Wenn der aus ist, kann ich über keinen Lichtschalter etwas anschalten. Das funktioniert nicht. Dafür muss das angeschaltet sein. Kann man sich vorstellen wie eine Hauptsicherung. Der in der Mitte ist einmal für die Wasserpumpe. Ist eine Druckwasserpumpe, das heißt, es muss immer Druckwasserpumpe. Cool. genau, es muss immer genügend Wasser im Tank sein, dass die sich automatisch abschaltet. Okay, verstehe. Die kann man aber auch manuell an- und ausschalten. Der unterste Schalter, der AUX-Schalter, ist dafür da, um den Aufbaustrom zu aktivieren. Sprich einmal hier beim Herd für die Piezo-Zündung. Einmal, Achso, die geht gar nicht ohne. genau, nee, also für die Piezo-Zündung muss man den Aufbaustrom aktivieren. Dasselbe gilt auch einmal für den Fernseher und für die 230 Volt Steckdosen. Die funktionieren allerdings nur, wenn ich am Landstrom hänge. Ja, das heißt, ich habe hier eine Pumpe. Die Pumpe geht aber auch dann, wenn die Wasserpumpe an ist. Das gilt bei einer Druckpumpe auch dann für das Spülbecken. Genau, das gilt für alles. Einmal für jedes Spülbecken, einmal für die Dusche, auch einmal für die Toilette selbst. Super, klasse. Ja, also hier vorne, man kann noch einiges mehr sehen. Man kann die Füllstände sehen vom Wasser, das haben wir eben kurz mal gezeigt. Genau. Denn hier habe ich jetzt in dem Fall 0 und 0. Das heißt, Frischwasser und Abwasser sind leer. Genau, im aktuellen Zustand sind beide Wassertanks leer. Was geht hier rein in den 90 Liter Frischwasser. 90 Liter? Ja, links die Heizung ist ein bisschen anders. Sie ist nicht, ich sag mal, analog, sie ist digital. Wie funktioniert die? Genau, bei diesen Fahrzeugen oder bei Moveo generell ist immer das digitale Display verbaut. Da drücke ich einmal in der Mitte einmal drauf, dann blinkt das Fahrzeug. Da drücke ich noch einmal drauf und durch Rechtsdrehen die Wunschtemperatur einzustellen. Angenommen 30 Grad ist auch die Höchsttemperatur, dann muss ich das noch einmal bestätigen. Dann bekommt man hier oben die Gasflamme angezeigt. Das heißt, man weiß, die Heizung ist aktiv. Heizung auch bei diesem Fahrzeug funktioniert nur über Gas. Gleiches gilt auch fürs Warmwasser. Befindet sich einmal direkt rechts nebendran. Das ist das Thermometer.
Einmal bestätigen, habe ich 3 verschiedene Stufen. Einmal den Eco-Modus, das sind 40 Grad, den Hot-Modus sind 60 Grad und einen Boost-Modus sind auch 60 Grad. Das geht schneller, es verbraucht allerdings auch mehr Gas. Muss ich auch nochmal meine Auswahl einmal bestätigen und dann bekommt man das oben auch angezeigt. Ist es notwendig, ab und zu mal auf 60 oder Boost zu schalten, damit die Anlage entkeimt wird? Ja, das auf jeden Fall. Einmal am Tag oder? Nö, das braucht man nicht. Wir spülen die immer einmal durch, wenn die von der letzten Miete zurückkommt. Man selbst kann es aber auch machen. Wir geben allerdings auch für den Frischwassertank eine sogenannte Frischwasserdesinfizierung immer mit, die man immer verwenden kann. Da ist so ein Handbuch mit dabei zu der Heizung. Das heißt, wenn Fehlercodes oder so irgendwas kommen mal, wenn zum Beispiel jetzt die Gasflasche leer ist, oder? Genau, wenn die Gasflasche leer ist, zeigt das Gerät Ihnen den Fehlercode E217H an. Dann taucht unten drunter einmal ein Dreieck mit einem Ausrufezeichen drin, das blinkt. Das muss man blinken lassen, bis es fest steht. In dieser Zeit kann man natürlich einmal die Gasflasche wechseln und die Gasleitung einmal entlüften. Ach, guck mal hier. Beispielsweise jetzt ist es E517H, das ist der Fehlercode, wir haben das Gas nicht aufgedreht, beziehungsweise es ist gar kein Gas im Fahrzeug drin. Okay, das verstehe. taucht jetzt auf. So, also da sich nicht wundern, am besten mal nachgucken, ist halb so wild meistens. Da gibt es einen Trick, wie kriege ich den weg? Genau, also wenn die Gasflasche leer ist, einmal neue Gasflasche anschließen, die Leitung einmal entlüften. Geht ganz simpel, indem ich einmal beide Flammen kurz brennen lasse. Anfangs treten sehr oft rote Flammen auf. Rote Flammen stehen immer für Sauerstoff. Wenn hauptsächlich blaue Flammen kommen, ist reines Propan. Dann einmal hier an dem Display wieder. Warte, ich zeig das mal. Einmal auf die Mitte draufdrücken, unten auf den Schraubenschlüssel drauf, einmal bestätigen, ganz nach rechts drehen und zweimal drücken. Dann zeigt das Gerät Ihnen an Initialisierung. Das heißt, der Fehlercode wird an der Heizung selbst gelöscht. Daraufhin muss man eine Viertelstunde warten und dann kann man die Heizung ganz normal nutzen. Okay, prima. Das ist wahrscheinlich eine Schutzfunktion, dass man nicht permanent initialisiert. Bitte noch einmal zeigen. Initialisieren. Genau. Drücken. Genau, einmal rechts unten auf den Schraubenschlüssel, bis der blinkt. Ja. Einmal bestätigen, ganz nach rechts drehen, bis Reset kommt und dann zweimal draufdrücken. Mach mal. Ich glaube es ja erst, wenn ich sehe. Das ist immer wenn ich den Hauptschalter ein- und ausmache, die Heizung ist davon nicht betroffen. Die Heizung ist davon nicht betroffen, das ist ein separater Stromkreislauf. Dieser Schalter ist nur für das Tablet. Da empfehle ich auch immer, wenn Sie das Fahrzeug verlassen, schalten Sie das Tablet aus über diesen Schalter, also einmal nach oben. Spart Strom. Auch das Tablet verfügt über eine interne Batterie. Wenn die leer ist, dauert es etwas, bis das Gerät nochmal anspringt. Super. Tja, ich überlege gerade, was ist noch ein bisschen anders. Es gibt ein Feuerlöcher hier. Genau, das ist vorgeschrieben eben bei den Kastenwegen. Der sitzt eben immer direkt neben der Eingangstür. Ja, innen drin, also Navi und Co. ist identisch wie bei den Videos, die wir gezeigt haben. Genau. Der Tisch, der wird ein bisschen anders verschoben. Genau, den Tisch kann man einmal nach hinten verschieben. Dann kann man auch leichter die Vordersitze drehen. Und zwar einmal hier hinten den roten Knopf reindrücken, leicht anheben und dann kann man den verschieben. Ich zeige das mal gerade. Das war der rote Knopf, den du gezeigt hast. Den einfach kurz reindrücken. Kurz anheben und dann kann man den verschieben. Hier unten über diesen Knopf den runterziehen. Dann kann man den Tisch vergrößern, dass man auch ohne Probleme zu zweit hier essen kann. Das ist kein Problem. Drehen der Stühle ist identisch wie bei dem anderen. Drehen der Stühle ist identisch wie bei den anderen Fahrzeugen, genau. Ja, wenn Landstrom angeschlossen ist und die Sicherung ist rausgeflogen, ja, dann guckt man erstmal, ist die Campingplatzsicherung denn drin? Wenn die drin ist, ja, dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Ja, die ist bei diesem Fahrzeug hier unter der Sitzbank. Wir zeigen Ihnen aber, je nachdem, wo der Kastenwagen ist, kann es auch sein, dass der in der Heckgarage ist. Genau. Aber hier ist er unter der Sitzbank. Zeig mal bitte. Genau. Man nimmt einfach das Kissen hier raus, ist nur über Klettverschlüsse befestigt. Ah, da gibt es eine Klappe. Genau. Die Klappe kann man ganz leicht nach oben führen. Da sieht man auch einmal die Heizung. Hier vorne ist einmal der ganz normale FI-Schalter, den man von zu Hause aus kennt. Und hier nebendran eben die kleinen Stecksicherungen für die einzelnen Funktionen am Fahrzeug. Okay, das heißt, hier habe ich die 230 Volt Sicherungen, die sind in dem weißen Kasten. Genau. Hier vorne habe ich noch die Hauptsicherungen, das ist wahrscheinlich von der Aufbaubatterie. Das ist vom Ladegerät des Fahrzeugs. Die müssen auch immer drin sein, sonst lädt das Fahrzeug nicht, wenn man am Landstrom hängt. Okay, das heißt also auch da gibt es ein Handbuch zu, kann ich lesen, aber ich habe auch einen Vorteil, wenn alle Stricke reißen, kann ich hier anrufen. Genau, wir geben immer 2 Notrufnummern mit, unter der können Sie uns jederzeit erreichen, dann helfen wir Ihnen gerne weiter. Prima. So, ganz großes Thema ist Ablassen
von Grauwasser. Das ist auch hier ein bisschen anders. Genau, bei den Kastenwegen ist das einmal hier. Ah, da ist der Hebel, zack. Genau, da ist der Hebel. Aktuell ist der Abwassertank offen, das heißt, aktuell würde das Abwasser ablaufen. Zum Schließen einfach waagerecht zum Boden reindrücken. Das war's. Genau, das war's. Jetzt ist er geschlossen. So, und es kommt wo raus? Ungefähr fahrzeugmittig ist der Stutzen, da läuft das Fahrzeug dann raus. Das heißt, einfach über den Gitterrost mittig drüber fahren, dann läuft das einwandfrei raus. Okay, das heißt, da ist auch sinnvoll, vorher einfach mal gucken, nicht, dass es dann irgendwo hinläuft. Ja, Thema Grauwasser auch bitte nicht entsorgen irgendwo. Das macht man an Campingplätzen, an speziellen Plätzen, wo das dann möglich ist. Genau. Ja, das ist der Kastenwagen. Für wie viele Leute ist der gut? Dieses Modell, man darf mit 4 Leuten fahren, Schlafplätze haben wir für 2. Okay. Das heißt, auch wenn die Enkelchen mal mitkommen, man kann es sogar ein bisschen umbauen zur Not. Natürlich. Aber für 2 Leute optimal. Ja.